Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen zu diesem neuen Gesundheitsvideo. Heute möchte ich über den Wunderlauch sprechen und was man mit dem Wunderlauch alles Leckeres machen kann. Und wichtig ist dabei auch zu wissen, dass der Wunderlauch die gleichen Eigenschaften wie der Bärlauch hat, auch die gleichen Heilwirkungen. Und das ist schön zu wissen, denn den Bärlauch findet man nicht immer überall, wohingegen den Wunderlauch, den findet man fast überall und der verbreitet sich auch sehr flächendeckend. Man findet ihn auch ähnlich wie den Bärlauch meist an schattigen Plätzen, oft in Wäldern oder unter Büschen und so weiter. Er schmeckt und riecht genau wie der Bärlauch nach Knoblauch und hat eben genau deshalb auch die gleichen Eigenschaften wie der Knoblauch. Er wirkt blutreinigend, antibiotisch, entzündungshemmend, harntreibend, hautreizend, krampflösend, schleimlösend, schweißtreibend, tonisierend, anregend, adstringierend und er hilft bei Asthma, Husten, Bronchitis, Fieber, ist auch gut für den Stoffwechsel, ist eben stoffwechselanregend, hilft gegen Rheuma, hilft bei Verdauungsproblemen, bei Appetitlosigkeit, Blähungen, Verdauungsstörungen, Durchfall, Würmer, ist eben galletreibend und er hilft auch bei Arteriosklerose, Bluthochdruck und senkt den Cholesterinspiegel. Und weil er so viele Heilwirkungen hat und dazu noch so lecker schmeckt, Maschallah, sollten wir ihn unbedingt jetzt im Frühling pflücken, weil man ihn überall in den Wäldern und unter Sträuchern und so weiter kostenlos findet, wenn man keinen Bärlauch in der Nähe hat. Dann sollte man unbedingt von diesem Wunderlauch Gebrauch machen. Wir haben jetzt hier ganz viel Wunderlauch gepflückt, wie wir sehen, und den schneiden wir jetzt möglichst in kleine Stücke mit dem Messer. Das sind ungefähr, sagen wir mal so 300 bis 400 Gramm. Und wir werden jetzt daraus Knoblauchbutter machen, also so Kräuterbutter. Dies ist eine Art, wie man ihn sozusagen konservieren könnte, um lange davon Gebrauch zu machen. Also wir geben jetzt hier geschmolzene Butter hinzu. Ich habe jetzt hier erstmal 150 Gramm Butter gegeben, dann gebe ich den Saft einer halben Zitrone noch hinzu. Später werde ich noch etwas mehr Butter hinzugeben. Jetzt geben wir noch Himalaya-Salz hinzu, nach Geschmack, und Pfeffer nach Geschmack aus der Pfeffermühle. Hier geben wir jetzt noch die restliche geschmolzene Butter hinzu. Insgesamt haben wir also 250 Gramm Butter hierfür verwendet, also den ganzen Butterklumpen. Und jetzt geben wir noch natives extra Olivenöl hinzu, etwa 5 bis 6 Esslöffel. Ja, und das war's theoretisch. Und jetzt werden wir das Ganze einfach mit dem Pürierstab pürieren. So lange, bis wir eine richtig schön vermischte und pürierte Masse erhalten. Jetzt haben wir abgeschmeckt und finden, dass wir noch einen Teelöffel Biogemüsebrühe hinzugeben sollten, einfach damit wir am Ende eine richtig lecker schmeckende Kräuterbutter erhalten. Das war es dann auch schon an Zutaten. Mehr benötigen wir nicht für diese leckere Kräuterbutter. Die schmeckt richtig lecker und noch besser als die Kräuterbutter, die man im Laden kaufen kann, Maschallah. Ja, und nachdem wir alles schön vermischt haben, füllen wir jetzt die aufgeschlagene Kräuterbutter in irgendeine Form, je nachdem, was man da so hat. Und dann friert man das Ganze ein. Ich habe jetzt hier so einen Eisbehälter genommen, womit man auch so Kindereis rausmacht. Ja, und den habe ich dann eingefroren und später dann diese Kräuterstangen herausgeholt und die wiederum dann in eine Tüte gegeben und wieder eingefroren. Und dann, wann immer man eben die Kräuterbutter benötigt, kann man dann so eine Stange herausholen und sie dann benutzen. Das Schöne an dieser Kräuterbutter ist eben, dass sie halt richtig gesund ist, weil eben dieser gesunde Wunderlauch darin enthalten ist, als auch das gesunde Natursalz und eben frei von irgendwelchen Konservierungsstoffen oder chemischen Zusatzstoffen, die sonst immer in den Kräuterbuttern enthalten sind, die man im Supermarkt kaufen kann. Ja, und die Kräuterbutter kann man dann benutzen, für was immer man sie benötigt. Was weiß ich was, zum Beispiel für Pellkartoffeln oder für Steak, you name it. Auf diese Weise kann man noch lange von diesem gesunden Wunderlauch zehren, Maschallah. Und davon sollte man unbedingt Gebrauch machen, und zwar jetzt im Frühling, weil es den Wunderlauch nur jetzt im Frühling gibt, wenn man keinen Bärlauch findet. Jetzt werden wir eine andere Methode anwenden, um den Wunderlauch haltbar zu machen. Und zwar werden wir den jetzt auf diese Weise hier mit der Schere ganz klein schneiden und dann geben wir diese kleinen Wunderlauchstückchen
in einen Mixer, also möglichst in einen Hochleistungsmixer, wenn man den hat. Und dann fügen wir jetzt etwas Natursalz nach Geschmack hinzu, Gemüsebrühe wieder und Pfeffer. Wieder die gleichen Gewürze, mehr brauchen wir nicht an Gewürzen, und dann geben wir natives Olivenöl extra hinzu, und zwar werden wir hier jetzt das restliche Öl, was wir in dieser Flasche noch vorrätig haben, dazugeben. Das ist ungefähr eine Dreiviertel Flasche. Wir werden jetzt diese ganze restliche Dreiviertel Flasche Öl dazugeben und dann alles mit dem Hochleistungsmixer jetzt pürieren, bis wir eine richtig schöne pürierte, dünnflüssige Masse erhalten, also Ölmasse erhalten. Wichtig ist hier auch, dass wir ein sehr hochwertiges Öl nehmen, wie zum Beispiel ein natives extra Olivenöl, wie ich das jetzt getan hatte, oder auch irgendein anderes natives Öl aus erster Pressung. Nachdem wir jetzt dieses gesunde Wunderlauchöl auf diese Weise püriert haben, füllen wir es jetzt in die gleiche Flasche, wo das Öl vorher drin war, wieder ab. So sieht das aus jetzt, das ganze Öl. Und ja, wir geben das jetzt in die gleiche Flasche, möglichst eine dunkle Flasche, wie wir sie hier jetzt sehen. Daran bleiben dann die wertvollen Inhaltsstoffe des Wunderlauch und des Öls auch lange Zeit erhalten. Und diese Flasche geben wir dann einfach in den Kühlschrank und können sie dann für alle möglichen Speisen als zum Aufpeppen der Speisen benutzen. Hier gebe ich zum Beispiel dieses gesunde, leckere Wunderlauchöl zu meinem Brotteig hinzu, aus dem ich dann dieses gesunde Saatenbrot herstelle. Ja, und so kann man dieses Öl zu allen möglichen Speisen hinzugeben und damit die Speisen richtig lecker aufpeppen. Und das Öl hält sich wirklich monatelang im Kühlschrank. Ja, und jetzt werden wir einen Frischkäse herstellen aus diesem Öl. Also wir nehmen einfach so einen ganz normalen Frischkäse, dem keine Kräuter zugefügt wurden, und fügen jetzt dieses Wunderlauchöl dazu und stellen somit daraus einen Kräuterfrischkäse her. Und der schmeckt also richtig lecker nachher, Mashallah. Also diesen Frischkäse, den kann ich euch nur empfehlen, den so genauso nachzumachen, denn der ist so lecker. Ich schmiere den auf alle meine Brote, auf meine gesunden Saatbrote, mein gesundes basisches Knäckebrot oder mein basenüberschüssiges Brot. Alle diese gesunden Brote, die ich immer herstelle, darauf schmiere ich den, und der schmeckt so lecker, Mashallah. Also kann ich euch nur empfehlen, das nachzumachen. Eine weitere leckere Variante wäre zum Beispiel jetzt dieses basische Knäckebrot mit diesem leckeren Frischkäse zu beschmieren, darauf eine Scheibe Tomate zu geben und 2 Scheiben Schafskäse. Damit schmeckt das auch besonders lecker, finde ich, Mashallah. Und dann gebe ich dann auch noch dieses gesunde Weizengras, wozu ich ja auch schon mal ein Video gedreht hatte. Das gebe ich auch noch dazu, denn das ist ja wirklich sehr gesund, wie ihr sicher inzwischen wisst, Mashallah. Ja, und damit haben wir jetzt ganz gesunde Zutaten auf einem gesunden, basischen Knäckebrot, Mashallah. Und das schmeckt sehr, sehr lecker damit, Mashallah. Ja, also das sind so Beispiele, was man mit diesem gesunden Wunderlauch alles machen kann, um ihn zu konservieren und um ihn dann möglichst lange Zeit noch bis in den Winter vielleicht zu benutzen und von seinen Heilwirkungen einen Nutzen rauszuziehen. Für alle diejenigen also, die keinen Bärlauch in ihrer Nähe wachsen haben, gibt es eben den Trost, dass sie den Wunderlauch benutzen können, denn der Wunderlauch hat eben praktisch genau die gleichen Eigenschaften und Heilwirkungen wie der Bärlauch und eben auch wie der Knoblauch. Ja, und den sollten wir jetzt unbedingt nutzen, solange wir Frühling haben und solange es diesen Wunderlauch noch gibt. Dann wünsche ich gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Salam alaikum, eure Mariam.